Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Deus Ex Human Revolution. Wir haben uns hier vor diesem, ja, vor dieser Garage, Containergarage, hierher haben wir gefunden, letzte Folge. Und jetzt wollen wir mal reingucken, was es da so Tolles gibt. Weil wir sind ja wir sind zwar ein Good Guy, aber nicht unbedingt hundertprozentig, wie sagt man, gegen, ich sag mal, ups, was machen wir denn da? Ja, hoffentlich nicht verlieren. Genau, wir haben es geschafft. Aber nicht hundertprozentig dem Gesetz verpflichtet. Wir sind ja kein Cop mehr und haben auch mit unserer Dings nichts mehr, mit unserer Rolle als Security-Chef nicht unbedingt mehr so viel am Hut. Aber es gibt hier nichts. Außer ein kleines Radio und Bier. Und das wollen wir den Obdachlosen eigentlich nicht klauen. Oder? Wollen wir? Nein. Sollen die Bier behalten. Denn die sind schon arm genug dran. So, wir wollten noch... Moment, was gibt's denn da hinten? Detroit Convention Center. Will ich da eigentlich hin? Eigentlich nicht, ne? Aber es interessiert mich gerade so ein bisschen, was es hier gibt. Aha. Ah, sieht ja noch... You serious? You gonna join the derelict rollballers? In the middle of a gang war? Yo, keep your voice down, man. Why don't you just call Eliza and have her broadcast it? I'm telling you, Spike. Those cats are serious about taking out the bangers. And? You a fucking cog lover or something? Shut it, D-Bone. Look, Paul, the gang war don't scare me. Cause I hear the MCBers don't stand a chance. Not with all the firepower that's been slipping into D-Row. Yeah, that. More than enough to bag each one of us a cog. Mhm. Sind die uns... Better not go there, man. Unless you want to get hurt. Oh, Bro. Better not go there, man. Unless you want to get hurt. Nee, ich will nicht geschlagen werden, sorry. Interessant. Das heißt, die bekommen sehr viel Firepower. Von irgendwo. Das war ja auch der eine Typ, der O'Malley hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen dafür gesorgt. Aber ich glaube, das hier hat einen anderen Grund. Wir könnten sie natürlich easy ausnehmen, diese Punks, aber... naja. Wir wollen es nicht übertreiben. Die wissen ja selbst nicht, was sie machen. Und außerdem haben wir noch ein Ziel. Und bevor wir uns dann mit irgendwelchen Bullshit rumärgern, würde ich sagen, folgen wir unserem Ziel. Aber es könnte natürlich versteckte Sachen geben. Treasures, wie man so schön im Englischen sagt. Die uns helfen könnten. Irgendwelche Augmentierungspakete, oder wie man die nennt, diese Punkte. Das wäre natürlich gut. Aber... Ich bin gerade unterm Lesen. Elektronische Sicherheitsgeräte. Ach, ich laber irgendwie Bullshit. Ist egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall... Okay, das war nicht für uns. Ich habe mich schon gewundert. Wir könnten jetzt mit Seraph sprechen. Oder mit irgendwas anderem. Nein, nur noch Seraph, glaube ich. Wir haben mit dem Pritchard schon gesprochen. Der hat uns ja gesagt, dass Seraph Dreck am Stecken hat. Und dann können wir gleich mal das Social Upgrade testen. Da bin ich ja immer noch nicht ganz so sicher, wie es genau funktioniert. Das werden wir jetzt aber wahrscheinlich herausfinden. Also, ich kann mir schon grob vorstellen, wie es funktioniert. Man muss beim Reden mal gucken, ob die Alpha, Beta oder Omega Typ sind oder was das war. Und dann kann man manchmal Fragen stellen. Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Sarah's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories.
Konfrontieren, meine Erinnerungen gehen sie nicht an, oder? Cool bleiben. Ich weiß ihre Sorgen zu schätzen, aber ich habe alles im Griff. Und wir bleiben natürlich cool. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. Herausfordernd. Sie haben Mut, hierher zu kommen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie willkommen sind? Oder befragen? Eine Frage. Was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt hier? Oder gehen lassen? Dann wollen wir ihn mal herausfordern und fragen. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Anytime. Jetzt können wir natürlich noch 2 Standardsachen rausholen. I'm glad we had a chance to talk, Mr. Jensen. Meeting you has been very informative. Also mit Standardsachen meine ich die 2 Sätze, die sie immer sagen. You will think on what I said, won't you? Eigentlich eher nicht. Was ist das? Isaiah Sandoval? You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen. I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was, too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen. I suggest you think long and hard on that. Ja, das ist natürlich vielleicht eine wahre Aussage. Aber dann muss man natürlich die Menschen darauf einstellen. Ich würde gerne mehr über Ihren Freund erfahren. Was genau hat er getan? I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know, hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuroposine dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. Bill Taggart. Na gut, das ist ein bisschen eine interessante... Ach, das ist die Mokulis. Athena, you've been at this company a long time. I hope that's not a comment about my age, Adam. No. But I know nothing gets by you. If Sarif had done something that could compromise us... Mr. Sarif has only the best interests of this company in mind, Adam. I'm not questioning that. Aren't you? I've been here since the beginning. I've seen how he built this up from nothing. He cares for his people. He truly believes what we're doing is important, and he would never do anything to jeopardize it. I shouldn't have brought it up. No, you shouldn't have. Now, if you'll excuse me, I'm busy. Oh, Entschuldigung. You better get in there, Adam. David's been waiting. Try not to get him upset. This whole situation is really weighing on him. Macht es das also? Alles interessante Sachen. Die Abhängigkeit stimmt natürlich, aber es scheint einen Weg zu geben, das zu stoppen. Und der wurde bei uns getestet. Vielleicht ist das, was wir brauchen.
Es fehlt dann nur noch die Machtkontrolle, aber die muss ja jeder selbst für sich im Endeffekt entscheiden. Und hier auch mal ganz schön zu sehen. Ja, da sind wir vorhin lang gelaufen. Aber es geht zu Seraph, der sehr nachdenklich oder seltsam aussieht. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that? Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Okay. Ich konnte leider den ersten Part des Gesprächs nicht richtig folgen, weil ich leider kurz abgelenkt war. Aber ist natürlich die Frage, was wir jetzt machen. Hier haben wir so ein kleines Profil von ihm. Er neigt dazu, anderen die Schuld zu geben, macht aber einen Rückzieher, sobald er Gegenwind spürt. Er zögert nicht, von seiner Autorität Gebrauch zu machen und mag keinen Widerspruch. Wechselt nicht selten das Thema, um eine Debatte zu gewinnen. Aggressiv, reizbar und neidisch. Und jetzt... Adam, oh. Are we done here? Nicht ganz, sorry, Seraph. Neu konzentrieren. Das will ich ja. Glauben Sie mir. Ich will diese Kerle unbedingt fassen, genau wie Sie. Aber dieses Leck ist schuld an allen unseren Sicherheitsproblemen, einschließlich dem von heute. Wenn ich die Typen aufhalten soll, muss ich wissen, auf welchen Daten sie Zugriff hatten. Oder beschwichtigen. Natürlich, Sie haben recht. Und vielleicht färbt Pritchards Paranoia wirklich auf mich ab. Ich fand nur den Zeitpunkt so seltsam. Direkt bevor Sie mich angehört haben, konnte das nicht mehr sein als nur ein Zufall oder verteidigen. Sie haben dieses... So, I guess we understand each other now. Nein, noch nicht ganz. Verteidigen. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss. Bei allem Respekt. Ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht hundertprozentig ehrlich zu mir sind? Okay, Persönlichkeitstyp konnte ich jetzt natürlich nicht so richtig schauen, aber wir haben ja ein psychologisches Profil. Er will anderen Schuld geben, aber macht einen Rückzieher, sobald er Gegenwind spürt. Und er meint ja, Pritchard ist nur paranoid. Also müssen wir was dagegen sagen. Das will ich ja... So, I guess we understand each other now. Nein. So, bitte hör mal auf zu unterbrechen. Verteidigen, das ist ja schon ein bisschen Gegenwind, aber Widerspruch mag er nicht. Das heißt, dass wir so ein bisschen zugehen, auf jeden Fall nicht auf ihn eingehen, also nicht ihm zustimmen, also machen wir neu konzentrieren. I want to, believe me. I want to catch these guys as badly as you do. But that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right. I'm sorry if I seem evasive. The truth is, I've had a lot of other things on my mind. I'm trying to secure a future here for all of mankind. I can't let trivial security concerns get in the way when people like Bill Taggart want to see me fail. No, you're my best warrior, Adam, and I trust you. I know the loyalty you've shown me will only continue as we take this fight into the future. Because that's what's really important, isn't it? The future. Er ist schon wieder so ein bisschen ausgewichen, finde ich. Aber die oben links, die Überzeugungsstufe ist irgendwie gestiegen. Was vielleicht gut sein könnte, weiß ich nicht. Beschwichtigen, Mann. Verstehen Sie mich nicht falsch, Boss. Ich stelle keinen Weg Ihren Führungsstil in Frage. Ich bin nur besorgt, dass die von Ihnen gesendeten Daten abgefangen werden. Von dem Hacker, der uns angegriffen hat. Wie soll ich mich auf dem Fall Ihrer Meinung nach verhalten oder verteidigen? Ich denke, ich habe mich heute bewiesen. Und der einzige Grund, warum ich mir wegen
Adam, are we done here? No, we are not. Warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist dass jemand auf diese gesendeten Daten zugegriffen haben könnte. Zurückverfolgt und gestohlen von den Männern, die uns angegriffen haben. Oder neu konzentrieren. Boss, ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für sie gewinnen soll, muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf zugegriffen wurde. Und ich glaube, das werden wir machen. Konzentrieren. Neu. Boss, I think we're getting sidetracked here. If you want me to win this war for you, I need to know how badly we've been compromised. I need to know what was in that data stream, in case our enemies accessed it. You think they could have? I see your point, son. That might be bad. I just wonder if you're being a bit paranoid here. Fixating on details that aren't critical? I mean, are you so shaken up by what happened 6 months ago, by your failure to make a difference then, that you can't roll with the punches anymore? Damn it, Adam! I brought you back in today because you have an immediate crisis to deal with. Questioning me about things that don't matter isn't gonna bring Megan back. Boah. Space. Aktivieren und beeinflussen. Das wollen wir natürlich machen. Aber was können wir jetzt sagen? Beschwichtigen? Boss, ich wollte keinesfalls andeuten. Hören Sie? Ich sage kein Wort mehr, wenn das ist, was Sie wollen. Aber wenn Sie anfangen, Megan mit hineinzuziehen, treiben Sie mich in die Defensive. Verteidigen? Bei allem Respekt, Sir. Ich versuche, meinen Job zu machen. Den Job, für den Sie mich eingestellt haben. Für den Sie mich hierher zurückbeordert haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dem in den Weg. Und dann ziehen Sie auch noch Adam, Megan mit hier hinein. Wird dort stehen. Neu konzentrieren. Megan? Boss. Was hat denn Megan damit zu tun? Ich dachte, wir reden über ein Sicherheitsproblem. Und jetzt werden wir mal die Pheromone aktivieren. Pheromone benutzt, beeinflussen. Zwingen Sie eine Person, ihnen zu geben, was sie wollen. Oh, da müssen wir jetzt natürlich gucken, welcher Typ er war. Alpha hat auf jeden Fall mal geleuchtet. Alphas können besänftigt werden. Betas reagieren auf diesen Ansatz verärgert. Unter Druck setzen. Omegas reagieren auf Druck. Alphas lehnen sich dagegen auf. Oder bezaubern. Auf Betas kann eingewirkt werden. Aufgrund ihrer geringen Selbstachtung, nein. Dann versuchen wir mal, ihn zu besänftigen. Ich hoffe, das klappt. Weil die Überzeugungsstufe ist schon gut. Das heißt, vielleicht brauchen wir das gar nicht, aber naja. Boss, I really don't understand why you're giving me the runaround. When you hired me, I said I'd give you the best I could, but I can't protect us if you keep hamstringing my every move. If you won't level with me and tell me what it is you're hiding, then I'm out of here. I quit. Adam, wait. You can't leave us. We need you. Now more than ever. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Okay. Sich mit Sicherheitslücke konfrontieren. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Tab, upgraden. Das heißt, wir können... Ja gut, wir haben einen Punkt dazu bekommen. Und, viel wichtiger, wir haben anscheinend die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben natürlich die richtigen Antworten gewählt und konnten ihn so dazu bringen, dass die Überzeugungsstufe richtig hoch stieg. Und wir haben auch noch die richtigen Pheromone ausgesendet quasi und haben erkannt, dass er Alpha war. Denn Alpha hat bei ihm, habe ich einmal gesehen, zweimal geleuchtet. Also 2 Stufen von 3. Und das ist doch ganz gut verlaufen. Und er hat gemeint, man soll die Vergangenheit manchmal ruhen lassen. Das stimmt vielleicht, aber ich meine, wir kennen die Vergangenheit ja. Und eine Konfrontation ist in vielen Fällen gar nicht mal so schlecht.
Und es ist auch oft der einzige Weg zur Besserung, falls man zum Beispiel Angst vor etwas hat, als Beispiel. Denn ist es, wenn man Angst vor Spinnen hat, ist es doch ganz gut, wenn man sich langsam an die Spinnen antastet und sich an sie gewöhnt. Die verschiedenen Händler in den Städten kaufen und verkaufen Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Ja, ich glaube, so langsam kennen wir die meisten. Der Untertitel. Und jetzt gehen wir erstmal zu unserem Apartment und schauen uns unseren Computer an. Denn mich interessiert es sehr, was in der Vergangenheit steht. Und er meint ja, wir sollen erst, wenn wir es gelesen haben, wieder zurückkommen. Also ist es wahrscheinlich der beste Weg, dass wir das auch so machen. Ich bin gerade am gucken, wo wir hin müssen. Wir hätten jetzt natürlich den Durchgang nehmen können, aber wir können auch hier den Geheimweg nehmen. Zum Girard-Building, wo unser Apartment ist. Das ist ja quasi, wird getrennt durch die Straße, die irgendwie zu ist. Man kann aber trotzdem irgendwie durch die Station durchlaufen. Alles ist seltsam. Aber wir kennen uns ja Gott sei Dank mittlerweile ganz gut aus. Und können den Weg gehen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht verlaufe ich mich auch gerade, das könnte auch sein. Aber, naja, das gehört dann dazu. Und wenn wir dann bei dem Gebäude angekommen sind, dürfte sich die Folge auch schon dem Ende genähert haben. Und das ist quasi jetzt. Deshalb danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Ups. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir so für alte Geschichten über uns ausgraben können. Und danke fürs Zuschauen.